Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Jura aus Irkutsk begrüßt euch ganz herzlich. Hoffentlich euch geht's gut und ihr genießt das neue Jahr. Hoffentlich habt ihr den Jahreswechsel im Familienkreis gemütlich und besonnen gefeiert und gemütlich verbracht. In diesem Video möchte ich euch noch einmal das Dorf Listwanka zeigen, das am Ufer des Baikalsees liegt. Ich war in diesem Dorf mehrmals im vergangenen Jahr und in diesem Video seht ihr meine Fahrt zum Dorf Ende Dezember des vergangenen Jahres. Möglich wurde das dank Klaus aus Australien. Er kam nach Irkutsk, um am Baikalsee ein Haus zu finden, das er kaufen könnte. Klaus hat vor kurzem ein gutes Auto gekauft, Suzuki Landy. Wir beschlossen, so einen Ausflug zum Baikalsee zu machen. Zum Glück liegt das Dorf Listwanka nur eine Stunde Autofahrt von Irkutsk entfernt. Das ist sehr praktisch. Man braucht etwa 50 Minuten, maximal eine Stunde, um das Dorf zu erreichen. Und am Wochenende fahren viele Stadteinwohner nach Listwanka, um dort das Wochenende zu verbringen. Das ist ja sehr bequem. Am besten ist es, in der Woche hinzufahren. Da gibt es dann nicht viele Menschen unterwegs und ist ruhiger. Wir waren spät abends, der Sonnenuntergang war zu sehen, war sehr schön und der Baikalsee war Ende Dezember noch nicht zugefroren, nur an einigen Stellen ist der See schon zugefroren, aber im Dorf Listwanka noch nicht. Das dauert eine Weile. Vermutlich Mitte oder sogar Ende Januar muss der Baikalsee in Listwanka zugefroren sein. Das dauert eine Weile. Stellt euch mal vor, so große Wassermenge muss zufrieren und der Baikalsee gibt immer noch Wärme ab. Zuerst wollte Klaus ein Haus auf dem Weg nach Listwanka kaufen. Wir waren im großen Dorf Bolschaya Rechka. Dann hat er sich anders entschieden und jetzt sucht er nach einem Familienhaus im Ort Sludjanka. Dieser Ort liegt auf der transsibirischen Eisenbahn. Ich habe schon ein Video von diesem Ort gemacht. Zu finden ist es in der Playlist Baikalsee. Bitte anschauen, wenn ihr dieses Video verpasst habt. Klaus will Australien mit seiner Familie verlassen. Ja, Australien hat Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile. Ganz zu schweigen, die Lebenskosten sind dort sehr hoch. Um ein gutes Familienhaus zu kaufen, muss man etwa 1 Million australische Dollar auf dem Konto haben. In Russland, zum Beispiel in Sludjanka, braucht man für den Kauf eines guten Hauses nur 150.000 australische Dollar. Und dabei ist das Haus auch von sehr guter Qualität. Und interessanterweise haben die Häuser in Australien gar keine Heizung. Ja, stellt euch mal vor, im Winter haben sie dort plus 12, plus 10 Grad Celsius. Bei solchen Temperaturen braucht man im Haus gar keine Heizung. Und man trägt einfach so warme Kleidung. Im Sommer können die Temperaturen bis plus 30, sogar bis plus 40 steigen. Und nicht jeder Mensch mag solche heiße Temperaturen. Das ist auch einer der Gründe, warum Klaus dieses Land verlassen will. Viele Menschen im Westen lieben eher den Winter, den Frost, so ist mein Eindruck. Und Klaus möchte auch alle Jahreszeiten erleben. Und wir haben in Sibirien tatsächlich alle 4 Jahreszeiten. Die sind bei uns sehr stark ausgeprägt. Ja, dafür braucht man dann viele Kleidungsstücke zu kaufen, aber das braucht man nicht jedes Jahr. Es reicht, wenn man sie einmal gekauft hat und dann reicht das für ein paar Jahre. Später kann man dann die Kleidungsstücke erneuern. So ist meine Meinung. In Zukunft kann Klaus auch die Touristengruppen am Baikalsee fahren, weil er so ein geräumiges Auto hat. Außer dem Autofahrer passen noch 5 erwachsene Personen ins Auto rein. Ja, das ist sehr praktisch. Und habt ihr weitere Fragen zum Thema Leben in Sibirien, dann könnt ihr eure Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie ganz gerne. Also, liebe Freunde, danke für das Mitmachen, danke für den persönlichen Einsatz. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal wieder. Bis dann. Tschüss. Wo die Taiga auf das Wasser trifft,
Listjanka, du bist voller Licht. Der Wind singt Lieder von der Ferne und im Herzen trägst du Sterne. Am Ufer des Baikalsees, wo die Zeit sich verliert ganz still, treffen Menschen aus der ganzen Welt und finden hier, was ihnen gefällt. Oh, Listjanka, Ort der Magie. Hier spürst du die Freiheit wie nie. Die Tiger, der See, das Lachen der Welt. Hier wird jeder Traum sanft erhellt. Die Menschen, sie kommen und bleiben für immer in Gedanken bei dir. Oh, Listjanka im Zimmer. Die Straßen tragen Geschichten mit von der Liebe, die hier bleibt Schritt für Schritt. Die Berge flüstern leise Worte und öffnen für die Seelen Tore. Freundschaft blüht hier wie die Blumen im Tal. Neue Gesichter, doch die Freude ist alt. Die Herzen der Menschen schlagen im Takt. Listjanka, du hast uns gepackt. Oh, Listjanka, Ort der Magie. Hier spürst du die Freiheit wie nie. Die Tiger, der See, das Lachen der Welt. Hier wird jeder Traum sanft erhellt. Die Menschen, sie kommen und bleiben für immer in Gedanken bei dir. Oh, Listjanka im Zimmer. Und wenn die Sonne den Horizont küsst, weißt du, was du hier niemals vergisst. Den Baikal, der so endlos ruht, und die Wärme, die in Listjanka blüht. Oh, Listjanka, du bleibst in uns drin, wie der Wind, der hier singt, wie ein leiser Gewinn. Die Tiger, der See, das Lachen der Welt. In Listjanka, da bleibt unser Herz gestellt.